Live im Studio begrüße ich jetzt Ariel Muzicant, den Vizepräsidenten des European Jewish Congress und des World Jewish Congress. Guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Muzicant, auch Sie haben entschieden, dem Holocaust-Gedenken im Parlament in Wien heute fernzubleiben. Wäre es nicht gerade in Tagen wie diesen besonders wichtig, dass Österreich ein starkes Zeichen gegen den Antisemitismus setzt, über alle Partei- und über alle religiösen Grenzen hinaus? Das Zeichen setzen ist das eine, aber sich in diesen Dingen durchzuschummeln, wie das also die FPÖ jetzt seit Jahren versucht, geht einfach nicht. Schauen Sie, meine Verwandten sind in eine Scheune gesperrt worden und angezündet worden. Die Familie meiner Frau wurde nach Auschwitz deportiert. Ihre Eltern waren dort und 90% dieser Menschen sind aus Auschwitz nicht mehr zurückgekommen. Nun sitzt eine FPÖ in verschiedenen Regierungspositionen und erklärt, sie sei gegen den Antisemitismus, und gleichzeitig versucht sie, einen Großteil ihrer Mandatare in diesen deutschen nationalen Burschenschaften in Positionen zu bringen. Und da poppt also jede Woche irgendwas Neues auf, was in diesen Burschenschaften so vor sich geht. Und mit diesen Menschen jetzt das Gedenken an meine tote Verwandte, ich bitte um Verständnis, aber es gibt eine Grenze des Zumutbaren. Und ich finde das einfach eine Frechheit, mir das zumuten zu wollen, wie das zum Beispiel vorhin der Herr Abgeordnete Rosenkranz gemacht hat. Das ist nicht eine Frage des Dialogverweigerns. Das ist eine Frage, ob diese Herrschaften uns zumuten wollen, selber in diesen Burschenschaften zu sitzen, die Aula, eine rechtsextreme Zeitschrift zu finanzieren, die ständig den Holocaust-Leugnern die Stange hält und so weiter und so weiter. Und dann sollen wir mit diesen Leuten unserer toten Familienmitglieder gedenken. Wie soll das gehen? Abgesehen jetzt von persönlichen Befindlichkeiten würde ich Sie gerne fragen, die FPÖ ist nun mal jetzt eine Regierungspartei. Wie sollte sich denn die FPÖ verhalten, wenn sie entscheiden würde, gesammelt nicht zu erscheinen? Wäre doch die Empörung mindestens genauso groß. Ich bin nicht dazu befugt, der FPÖ Ratschläge zu erteilen, und es geht auch nicht um persönliches Befinden. Jeder jüdische Mensch, der heute in Wien oder in Europa lebt, hat viele Familienmitglieder in der Shoah verloren. Jeder. Und wir leben mit diesem Trauma und wir versuchen, Neues aufzubauen. Eine neue Beziehung zu Österreich aufzubauen, der neuen Generation eine Chance zu geben. Aber das kann ja nur so geschehen, indem man sich von allem, aber wirklich allem, was dieses rechtsextreme, neonazistische und antisemitische loslöst und nicht zulässt, dass Leute, die in solchen Burschenschaften genau das Gegenteil tun, in Funktionen kommen. Und wenn das geschieht, dann haben wir ein Problem damit. Und dann stehen wir auf und sagen, wir haben dieses Problem. Eingeladen hat aber nicht die FPÖ, sondern der Nationalratspräsident, der kommt aus der ÖVP. Der hat doch ein klares Bekenntnis heute abgelegt zur Schuld, die Österreich am Holocaust hatte. Wir haben auch gesehen, dass viele Zeitzeugen da waren. Es gibt leider nicht mehr sehr viele Menschen, die aus ihren Erfahrungen so unmittelbar uns erzählen können und uns auch damit etwas mitgeben können. Wäre es nicht auch wichtig für diese Menschen, dass sie das Gefühl haben, ihnen wird von allen zugehört? Also erstens einmal, ich habe mich beim Herrn Präsidenten persönlich dafür entschuldigt, dass ich nicht gekommen bin. Ich habe ihm auch klar gemacht, dass das kein Protest gegen die Veranstaltung ist. Ich schätze sehr, dass er diese Veranstaltung gemacht hat. Und ich habe auch versucht zu erklären, warum wir, und da bin ich ja nicht alleine, das ist der Jüdische Weltkongress, der Europäische Kongress, die französische jüdische Gemeinde, die deutsche jüdische Gemeinde, der Präsident des Staates Israel, die Europäische Rabbinerkonferenz und. Also praktisch das gesamte jüdische Europa steht auf dem Standpunkt, wir wollen mit den Rechtspopulisten, die nach wie vor eine Nähe haben zum Nationalsozialismus, nichts zu tun haben. Und wenn Sie jetzt auf die Opfer, ich kann Ihnen versichern, viele Opfer wurden gebeten, dorthin zu kommen und haben es abgelehnt. Und das muss jeder für sich entscheiden, was er da tut. Sie haben so entschieden. Kommen wir zum Liederbuch der Burschenschaft. Es sind ja nicht nur die Inhalte, die so wahnsinnig verstörend sind, sondern auch die Tatsache, dass dieses Buch im Jahr 1997 verlegt wurde, also als schon lange die Aufarbeitung der Geschichte Österreichs, dieser jüngeren Geschichte im Gange war, nach der Affäre Waldheim. Hätten oder haben Sie es für möglich gehalten, dass im Jahre 1997 so ein Buch noch herausgegeben wird? Das ist ja viel schlimmer.
das ist ja nur ein Liederbuch. Und wenn ich höre, man hat nichts davon gewusst und nichts davon gehört und nichts davon gesehen und auch nicht einmal gesungen, dann erinnert mich das ein bisschen an die Strategie von Waldheim, wo man dann gemeint hat, ja, nur sein Pferd war sozusagen bei der SS. Also Sie glauben dem Herrn Landbauer nicht? Wie soll ich? Ich meine, da liegen 19 solche Bücher in dieser Vereinigung. Glauben Sie wirklich, die drucken und produzieren diese Bücher und lassen das 20 Jahre oder 18 Jahre dort liegen und dann hat keiner was davon gewusst? Aber man vergisst ja, vor wenigen Jahren haben wir noch einen Kampf gehabt mit denselben Vereinigungen und Burschenschaften, die den 8. Mai dafür missbraucht haben, um der toten Soldaten und SSler und anderer zu gedenken. Ulrichsberg, alle die Dinge, die immer wieder kommen und immer wieder noch stattfinden. Morgen der Ball, man wird sehen, wer da wieder alles hinkommt an Rechtsextremisten. Das hört nicht auf. Der FPÖ-Obmann hat angekündigt, dass er eine Historikerkommission einsetzen will. Da sollen die Details morgen bekannt gegeben werden. Geben Sie ihm eine Chance, dass Sie sich das mal anhören? Oder sagen Sie von vornherein, ich glaube nicht, dass die FPÖ sich ändert? Ist es so? Also schauen Sie, der Jörg Haider hat, wie er damals das BZÖ abgetrennt hat, vielen Leuten mitgeteilt, mit ein Grund für diese Trennung war, dass er damals wirklich überzeugt war, er möchte von den Neonazis und von dem ganzen, man nannte das damals auch Kellernazis, loskommen und loswerden. Und das war mit ein Grund für ihn, das BZÖ zu gründen. Und alle diese Leute sind in der FPÖ geblieben und stellen heute 40–50% der Mandatare dieser Partei in Wien, im Nationalrat. Jetzt ein Dutzend Burschenschafter, die bereits in die Ministerien als Sekretäre und Funktionäre genannt werden, in die Industriebetriebe. Überall kommen also diese Burschenschafter hin. Und was wollen Sie da mit einer Historikerkommission machen? Überprüfen, ob die Gotha und die Olympen und alle diese Leute noch auch Liederbücher haben? Oder was wollen Sie da machen? Okay, Sie erwarten sich nichts von dieser Kommission, noch bevor Sie wissen, was... Wir wissen, was in diesen Burschenschaften mehr oder weniger jahrzehntelang passiert ist. Ja? Dort wurden Nazi-Kriegsverbrecher als Helden gefeiert. Vertreter dieser Organisationen sind zum Friedhof gegangen und haben am Grab von einem Kriegsverbrecher Nowotny Grenze niedergelegt. Naja, das war vor 3, 4, 5, passiert aber auch heute immer wieder. Da wird man jetzt eine Historikerkommission einberufen und was wird die klären? Dass sich das geändert hat? Gut, also davon erwarten Sie sich nicht. Darf ich Sie zum Schluss noch fragen, was erwarten Sie vom Bundeskanzler? Ich erwarte vom Bundeskanzler, dass er diese Dinge genau beobachtet und den Schaden von unserem Land so weit wie möglich fernhält. Sie müssen verstehen, im Ausland sieht man primär diese ganze Nazi-Geschichten und macht aus Österreich wieder ein Naziland. Dieses Land ist kein Naziland mehr, Gott sei Dank. 75% der Bevölkerung sind heute nicht antisemitisch. Und die Schwierigkeit ist, wir versuchen, wenn wir ins Ausland gehen, klarzumachen, dass es ein neues, ein anderes Österreich gibt. Das Problem ist, dass also ununterbrochen solche Dinge passieren und immer wieder passieren und auch in der Zukunft passieren werden. Aber was kann der Bundeskanzler tun, um dieses Bekenntnis zu vertiefen? Ich gebe auch dem Bundeskanzler nicht gerne Ratschläge und schon gar nicht übers Fernsehen. Ich glaube, wir haben einen Bundeskanzler, der sich der Problematik bewusst ist und er wird schon das Richtige entscheiden. Es ist wirklich so, dass unser Bundespräsident heute alle Hände voll damit zu tun hatte, ständig den Leuten zu erklären, bitte, Österreich ist kein Naziland. Herr Dr. Muzicant, danke fürs Kommen. Danke.